Good morning still. Afternoon in a minute. Just first to say a very big thank you to the colleagues from the Armutskonferenz for all the work they've done on this project on minimum income, and they've been one of the networks leading this discussion for a very long time. Also zuerst danke an die Armutskonferenz für die ganze Arbeit im Zusammenhang mit dieser Konferenz, und die Österreichische Armutskonferenz gehört zu den Netzwerken, die eine leitende, führende Rolle in dieser ganzen Mindestsicherungsdiskussion auf der europäischen Ebene übernommen haben. I'll try and shorten my input, but I know when people say that they usually end up making it longer. Ich werde meinen Input jetzt versuchen ein bisschen zu kürzen, aber ich weiß immer, wenn Leute sagen, sie machen es kürzer, werden sie im Endeffekt länger. But I leave outside 2 leaflets, one on the EMIN network, and you can find a link to the websites where you'll get a lot of information that I leave out. Draußen werden Sie 2 Folder finden, eines zum EMIN-Netzwerk, und da ist auch ein Link drauf zur Website, zur EMIN-Website, wo es noch viel mehr Informationen gibt über dieses Netzwerk. Okay. And the other is on a European Reference Budget project, which Michaela is going to tell about later. And again, you can see contacts for information. Und dann auch noch einen Folder zu diesem Referenzbudget-Netzwerk, wozu ich, Michaela, nicht ich, Fintan, dann später sprechen werde. Okay, just to say, for the European Anti-Poverty Network, this topic of adequate minimum income has been a topic since its beginning. So EAPN, and I've been part of EAPN for 24 years. I'm much older than I look. So it's been a constant topic for us. Mindesteinkommen, Mindestsicherung ist für das EAPN ein fortlaufendes Thema und war immer schon in verschiedenen Projekten und Zusammenhängen präsent. Ich bin seit 24 Jahren involviert ins EAPN. Ich schaue viel jünger aus, als ich bin, und in dieser ganzen Zeit war das Thema immer präsent. And I have to say, sometimes it feels like 1 step forward, 2 steps back. Und manchmal fühlt es sich an wie 1 Schritt voran, 2 Schritte zurück. But if I've learned anything from this work, I've learned that defending and standing still is sometimes the progress we can make, and even sometimes it's trying to prevent going too far back. Und wenn ich etwas gelernt habe von diesem Engagement rund um das Thema, dann ist es, den Status quo zu verteidigen und manchmal eben auch nur Verschlechterungen zu verhindern, ist eben manchmal der Erfolg, den man haben kann. And certainly one thing we've achieved at this moment is that the question of adequacy of income, both from the quality of the wages and from the quality of the minimum income schemes, is quite high on the agenda. At least people have to try and discuss these issues. Und einen Erfolg, den wir erzielt haben, ist, dass diese ganze Frage der Angemessenheit, und zwar der Angemessenheit sowohl von Mindestlöhnen als auch eben von Mindestsicherungssystemen, im Moment sehr hoch und sehr weit oben auf der Agenda steht. And it's impossible to talk about the quality of the minimum income schemes without also thinking about the quality of wages. Und es ist unmöglich, über die Qualität von Mindestsicherungsschemen zu sprechen, ohne gleichzeitig auch über die Qualität von Löhnen zu sprechen. So this is very much a topic also for trade unions, and I'm very happy that through this cooperation we're building much stronger collaboration with trade unions, and the European Trade Union Confederation is supporting a lot our work on this. Insofern ist das auch ein wichtiges Thema für die Gewerkschaften, und es ist sehr erfreulich, dass rund um dieses Projekt, um dieses EMIN-Projekt eben auch die Beziehungen, die Verbindungen zu den Gewerkschaften und vor allem zur europäischen Gewerkschaftsorganisation in Brüssel sehr gestärkt werden und es da Zusammenarbeit gibt. So the European Minimum Income Network is not a new organization. It's a project for 2 years, 2013-2014, that's coordinated by EAPN. And if it's a network, it's a very informal one, but it's more about building collaboration across lots of actors to try and build momentum for decent income schemes. EMIN ist keine neue Organisation, es ist ein Projekt, das 2013 und 2014 vom EAPN durchgeführt wird, und es ist mehr ein Prozess der Kollaboration. Also es geht darum, wirklich die Zusammenarbeit zu diesem Thema zu stärken. And I'm happy to say that last week the European Parliament voted a budget to continue
this work, whether EAPN will be doing it or who's doing it, but to continue this work for another 2 years. Und letzte Woche hat das Europäische Parlament beschlossen, also ein Budget beschlossen, damit diese Arbeit an diesem Projekt, es ist nicht klar, ob das EAPN das weiter koordinieren wird dürfen können, aber die Arbeit an diesem Projekt wird weitergehen in den nächsten Jahren. Okay, so there's two objectives for this work. One is to raise awareness. Es gibt zwei Ziele für diese Arbeit. Das erste ist Bewusstseinsbildung. That there's already a lot of commitments made at European level on this, and the words are not enough. So in raising awareness, we're trying to make them follow through on the words. Und da geht es vor allem darum, Bewusstsein zu bilden, dass es schon einige Verpflichtungen, Verbindlichkeiten gibt, die eben auf EU-Ebene schon zustande gekommen sind auf dieser Ebene, aber eben auch, dass diese Worte auf Papier nicht genug sind, dass die umgesetzt werden müssen. We want to raise awareness that the quality of the minimum income schemes is absolutely vital for people who need them. Und wir möchten Aufmerksamkeit dafür erregen, dass die Qualität dieser Mindestsicherungssysteme eben ganz zentral ist für die Menschen, die diese Systeme brauchen. And we want to raise awareness that adequate minimum income schemes are not just good for the people that need them, but they're good for the whole of the society. Und auch möchten wir damit zeigen, dass eben angemessene Mindestsicherungssysteme nicht nur gut und notwendig für die Menschen, die die Mindestsicherung brauchen, sind, sondern für die ganze Gesellschaft. So we try to build collaboration, to build consensus to try and put pressure to improve the systems. Deshalb setzen wir eben auf Kollaboration und versuchen eben einen Konsens zu bilden, um angemessene Mindestsicherungssysteme umzusetzen. Okay. So I'm not going to go into this, but it's important to know what we mean when we talk about minimum income, because it's often confused unconditional basic income, minimum income, minimum wages. But so we just have some common definitions that we use to be clear what we're speaking about. Ja, ich werde auf das jetzt nicht näher eingehen, aber es sei nur angemerkt, dass es wichtig ist, dass es eben eine klare Definition gibt, worüber wir sprechen. Mindestsicherungssysteme oder eben diese Minimum Income Bezeichnung wird gelegentlich verwechselt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen oder eben mit Mindestlöhnen. Und es ist eben keines von beiden, sondern es geht um das, was wir jetzt hier in Österreich Mindestsicherungssysteme nennen. And you heard already very clearly the scheme or the schemes we're talking about here in Austria. Und das wurde ja jetzt schon klar auch im Rahmen dessen, was wir schon gehört haben über die österreichische Mindestsicherung. Adequate minimum income is not a very precise phrase, but we're talking not about just enough to survive. We're talking about enough to live in dignity and to participate in the society. Angemessene Mindestsicherung ist natürlich auch nicht eine sehr präzise Formulierung. Worum es uns geht, ist, dass es eben um mehr als um bloßes Überleben geht. Es geht um ein Leben in Würde und es geht um die Teilhabe in der Gesellschaft. So the vision is for a Europe of high levels and high quality employment, and then good social protection for people who need it. And then minimum income is part of the foundation on which you can build this, realize such a vision. Die Vision ist eben die eines Europas mit einer hohen, can you leave it? Oh, yes. Sorry. Because if I have to translate, I need the sheet. No, the next one. No, that was... Where is it gone? Anyway, it's on your sheet. Don't worry. It's on your sheet. I read it from there. Yeah. The vision is die Vision. Es ist die Vision eines Europas, wo es eben eine hohe Qualität der Beschäftigung gibt und auch hohe Levels und und gleichzeitig auch einen hohen Level an Sozialleistungen, und Mindestsicherungssysteme sind eine Basis eben für dieses hohe Level auch an Sozialleistungen und guter Qualität. So here you have the list of the partners that are involved, and I just want to draw attention that there is two thematic pieces of work being done. One is being done by FIANZE, which is the European Network of Homeless Organizations, and it's about the non-take-up, because we already heard how important this issue is today. Ja, das ist eine Liste von den Partnern, die an diesem Thema auch mitarbeiten. Und eine dieser Partnerorganisationen ist FIANZE, das ist das europäische Netzwerk, die europäische Organisation der wohnungslosen Organisationen. Und FIANZE arbeitet an dieser Non-Take-Up-Quote vor allem, von der wir schon gehört haben. And Age Platform Europe is doing a piece of work on the question of adequacy of incomes for older people.
Und Age Europe, also ein Netzwerk von Organisationen, die mit und für ältere Menschen arbeiten, arbeitet an der Angemessenheit von Mindestsicherungssystemen für ältere Menschen. So what we will have from this project is 30 national reports and 30 national conferences which are looking at what's the situation, what's the obstacles, and some suggestions for how to improve the situation in each country. Was wir in dem Projekt erreichen werden, sind 30 Berichte und 30 nationale Konferenzen, wo es eben darum geht, die Situation zu analysieren, zu sehen, was sind die Barrieren, was sind die Hindernisse und was sind die zentralen Vorschläge, um die Systeme zu verbessern. So today is conferences 26 and 27 here and in the Netherlands. Heute findet die 26. und die 27. Konferenz statt, hier und in den Niederlanden. And on the 11th of December in Brussels we'll have a conference to try to bring together the learnings from the different Und am 11. Dezember gibt es eine Konferenz in Brüssel, wo die verschiedenen Erkenntnisse aus den 30 nationalen Konferenzen zusammengebracht werden. So that's a bit presentation of the project. Now I want to speak a little bit about the roadmap that we're trying to push at European level. Jetzt geht es ein bisschen um diese Roadmap, also um die Vorgangsweise auf der EU-Ebene. And I really appeal to you. I know that your discussion is about what's the reality here, but we particularly need people to also put pressure to have a cooperation at European level on this topic. Und ich möchte appellieren an Sie alle, auch wenn es hier jetzt vor allem um die nationale Situation geht, wir brauchen wirklich die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. So we heard the shouts for solidarity earlier, and we need that solidarity not just within our own families or our own society, but for the whole of Europe. Wir haben die Rufe nach Solidarität vorher gehört und wir brauchen diese Solidarität nicht nur im nationalen Kontext, sondern für ganz Europa. So the three things, but I'm not going to do them all. I want to talk a little bit about why, setting the scene. I want to talk about the three elements of the roadmap, but very briefly, and then just draw some conclusions. Ja, es geht jetzt um das Warum, dann um diese 3 Elemente der Roadmap und dann, was sind die Schlussfolgerungen davon. I'm not going to go into detail, but you have a quarter of the people in Europe are living in poverty or social exclusion, and the figures are just going up, and the inequality is growing. So ungefähr ein Viertel der Bevölkerung in den EU-Staaten lebt in Armut oder in Ausgrenzung und die Zahl geht im Moment nach oben und es gibt auch eine wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. So it's very clear that the current policies are not delivering, and we need a stronger and a new impetus and a change in the direction. Also es ist sehr klar, dass die derzeitige Politik eben keinen Beitrag leistet, um das zu verändern und wir brauchen andere Optionen und Vorgänge. Yeah, we speak about a more balanced social and economic European Union. Also wir sprechen über ein ausgeglicheneres eine soziale und ökonomische Europäische Union. We believe that it's not possible to have a Europe of solidarity and a Europe that will be appealing to the citizens if we keep imposing economic conditions without trying to work together to have an upward convergence on social standards. Und wir glauben, dass es kein so ein Europa geben kann und keines, das auch ansprechend ist für die Bürger und Bürgerinnen, wenn wir eben nicht, wenn wir nur eine EU haben, die ökonomische Bedingungen aufdrückt sozusagen und nicht dafür sorgt, dass eben eine soziale Balance herrscht. It's in the different countries, the minimum income schemes in some countries is 33 euros a month. In einigen Ländern ist die Mindestsicherung 32 € im Monat. And in other countries it's 1,200 euros a month. Und in anderen 1.200 € im Monat. And we can't have a European Union with a common market with converging in prices and to have this sort of divergence. It's a recipe for disaster for Europe. Und wir können keine Europäische Union haben mit dieser Kluft. Das ist ein Rezept für ein Desaster. And so we really believe that adequate minimum income schemes and cooperation on that is a space that we can start from at the European level to have a stronger binding social standards at European level. Und wir glauben, dass diese Arbeit eben an besseren Mindestsicherungssystemen die Basis dafür ist und ein Startpunkt dafür für bessere soziale Standards, und zwar verpflichtende soziale Standards auf EU-Ebene.
So the first thing is that in the roadmap is to try and build a public debate about the importance of adequate minimum income schemes. Also das erste Element in dieser Roadmap, in diesem Plan, den wir haben, ist eben, dass es öffentliche Debatte darüber gibt, über die Mindestsicherung und über die Bedeutung von Mindestsicherungssystemen. And we have human rights arguments, we have ethical arguments, we have economic arguments for why adequate minimum income schemes work. Und wir haben Menschenrechtsargumente, wir haben ethische Begründungen und wir haben ökonomische Begründungen, warum es angemessene Mindestsicherungssysteme braucht. One of the things we hear very often is that we need to keep the systems a bit low so that people are motivated to look for work. Was wir oft hören, ist, dass wir die Leistung niedrig halten müssen, damit die Menschen noch motiviert sind, einen Job anzunehmen. The actual evidence gives the opposite answer, that we see that it's only when the systems are very poor quality that you get locked into them. And when there are higher quality systems, there's much more movement out of the systems. Aber die Evidenz ist eigentlich genau eine gegenteilige, nämlich dass wir sehen, dass eben wenn die Mindestsicherungssysteme sehr niedrig sind, dass das eher dazu führt, dass Menschen darin gefangen bleiben, während gute Mindestsicherungssysteme eher dazu führen, wieder rauszukommen. So the better systems, often people can move quickly back to employment or they can remain active in the society. In den besseren Systemen können die Menschen schneller in den Erwerbsarbeitsmarkt zurückkehren oder auch aktiv bleiben in dieser Zeit des Mindestsicherungsbezugs. But for some people, no matter what efforts they make, and for many reasons, including the fact that the jobs don't exist, they will not get employment, and these people also need to have a dignified life. Aber es gibt auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen und nicht zuletzt auch deshalb, weil es die Arbeitsplätze nicht gibt, eben keinen Arbeitsplatz finden oder annehmen werden können. Und auch für diese Menschen braucht es ein System, das ein würdiges Leben ermöglicht. So we can't just make arguments based on employment or access to employment or economic arguments. Deshalb reichen ökonomische Argumente oder Argumente im Zusammenhang mit der Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt nicht aus. Adequate minimum income schemes are a base which tries to build more equal societies, and we know now from the work of Pickett, from the work of Pitchett and from the work of other people that more equal societies are better for everyone. Und angemessene Mindestsicherungssysteme sorgen für eine gerechtere Gesellschaft. Und wir wissen inzwischen von den Arbeiten von Pickett und Wilkinson und Piketty und so weiter, dass eben gerechte Gesellschaften besser für, also gerechte wird unterschiedlich übersetzt, besser sind für die ganze Gesellschaft. And Michaela said the names properly. Yeah. Just on the economic arguments, that I think we speak about it as very cost-effective stimulus packages, because the money people get on minimum incomes, it's spent immediately back into the real economy. Part of it goes back to the government in VAT. So it's really, especially in areas of market failure, it keeps the system alive. Auf der ökonomischen Ebene oder was die ökonomische Argumentation betrifft, sprechen wir von sehr, was die Kosten betrifft, sehr effektiven ökonomischen Stimuli. Paketen, weil eben das Geld, das über die Mindestsicherung an die Menschen kommt, sofort wieder in den Wirtschaftskreislauf eingespeist wird. Yeah. And because of what I said earlier, this relationship between the quality of your minimum income scheme, then the wages should be a little bit better. So if we have set a high quality of minimum income schemes, then we begin to reverse the totally destructive trend of working poor. Und ich habe vorher schon gesagt, dass es eben diese Zusammenhänge gibt, auch mit einer Erhöhung der Mindestlöhne. Und wir denken, wenn wir höhere Mindestsicherungslevels ansetzen, sorgt es oder soll es auch für einen Push sorgen, was höhere Löhne betrifft und damit eine Bekämpfung der Working Poor. So I think the important thing is that we really develop the arguments, and that different arguments work in different countries about why adequate minimum income schemes are good for everyone. Und es ist eben wichtig, dass wir gute Argumente entwickeln, und die werden sich in den Ländern vielleicht ein bisschen unterscheiden, warum angemessene Mindestsicherungssysteme
gut für diese Gesellschaft sind. And we have to counteract the arguments that stigmatizes people who have to get who get access to minimum income or who describe them as lazy or whatever. We have to get over all of these arguments and really fight back on these arguments. Und alle Argumente, die Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher stigmatisieren als faul oder und so weiter, die müssen wir bekämpfen und da müssen wir dagegen auftreten. The second part of the roadmap is that we want a European Union directive on the adequacy of minimum income schemes. Zweiter Teil dieser Roadmap ist, dass wir eine EU-Direktive wollen zu angemessenen Mindestsicherungssystemen. We've now shown that it's possible within the existing treaties to have such a directive, and nobody really challenges this anymore. So it's just a question of the political will to do it. Wir haben bereits erforscht, ergründet und belegt, dass es im Rahmen der momentanen Verfasstheit der EU möglich ist, so eine Direktive zu haben und das wird auch nicht mehr in Frage gestellt. I think we have to be very clear. It's not about handing over power to the European level again. It's about having the different levels accepting their responsibilities and giving some responsibility to the European level to try to ensure the adequacy of minimum income schemes. Es geht jetzt nicht darum, die ganze Macht auf die EU-Ebene zu geben. Es geht darum, die Mitgliedsländer bei ihrer Verantwortung zu backen und verantwortlich zu machen und einen Teil der Verantwortlichkeit auch auf die EU-Ebene zu heben, wenn es eben darum geht, diese Angemessenheit auch zu definieren. And it's not a question of establishing one system that we apply in every country. It's a question of setting common objectives, common understandings, common requirements that then get applied in the different countries. Und es geht auch nicht um ein und dasselbe System, das über alle Länder drüber gelegt werden soll, sondern es geht darum, gemeinsame Bedingungen, gemeinsame Verständnisse und so weiter zu definieren, die dann überall angewandt werden müssen. It's also about setting some common definitions so that we can have an easier discussion at the European level. Und es geht auch um gemeinsame Definitionen, Begrifflichkeiten, damit wir uns besser miteinander verständigen können, wenn wir über diese Dinge reden. Okay, so we have a list of things which we think could be part of such a directive, but I'm not going to go into those now. Und da gibt es schon eine ganze Liste von Dingen, die in diese Direktive hinein sollen, aber das werde ich jetzt nicht im Detail erwähnen. And you'll find on the website a draft of the directive. Es gibt einen Entwurf für die Direktive auf der Website. And what I want to ask you, only Belgium has announced that they're in favour of such a directive. So I'd like a direct question to your minister as to why they think it isn't a good idea if they're not in favour, or else to be public that they are in favour. Bis jetzt hat nur Belgien sich offiziell positiv dazu geäußert, dass sie so eine Direktive unterstützen. Und ich möchte Sie bitten, dass ihr euren Minister fragt, warum Österreich sich nicht positiv dazu geäußert hat, das zu begründen. Und wenn das eben er das auch nicht vorhat, dann auch zu begründen, warum er nicht diesen Ansatz einer Direktive unterstützt. There has been two closed doors. Ja. There has been two closed doors discussions about this at European level, and they don't answer because there's no public pressure for them to answer. Jetzt bin ich leider gestört worden, kommt nicht zu hören. Die Direktive heißt Richtlinie oder im schönen Deutsch, im nicht. Okay. Nochmal, sorry. Just what I said was that there has been two closed doors discussions at European level about the directive, but they don't answer because there's no public pressure on them to answer. Also es hat schon 2 Diskussionen hinter verschlossenen Türen gegeben rund um diese Richtlinie und es gibt eben noch keine öffentlichen Antworten dazu und es braucht öffentliche Anfragen, damit es diese öffentlichen Antworten gibt. The third part of the roadmap is that there is a set of existing strategies and instruments at EU level where we could make progress on this discussion. Also der dritte Teil ist, dass wir ein Set haben an Strategien und an Maßnahmen, die wir vorantreiben, damit wir eben Fortschritte haben in dieser Diskussion. Some of you will know about them, Europe 2020 strategy, there's the active inclusion recommendation, there's the social investment package, but I'm not going to talk about them. It's enough, there's a number of processes which exist where we could make progress if people wanted to make progress and where we will continue to push for this to be done. Es gibt bereits eine Reihe von Strategien und Dokumenten etc., auf die man sich beziehen kann und die Raum dafür lassen, dass man eben unterhalb dieser Überschriften und im Rahmen dieser Strategien das weiterverfolgt. So I just want to finish with this. The European meetings of people experiencing poverty have been really important for keeping this topic and for
forcing this topic onto the agenda. So it's a big success of these meetings. Die europäischen Treffen von Menschen mit Armutserfahrungen waren ganz wichtig im Zusammenhang eben damit, dieses Thema weiter auf der Agenda zu halten, voranzutreiben, dran zu bleiben. And in 2013, the topic was on the subject of adequate minimum incomes. Und 2013 war das Thema dieses europäischen Treffens von Menschen mit Armutserfahrung, war eben Mindestsicherungssysteme. And the colleagues from the Czech Republic said, we just want a normal life. Und die Kolleginnen vom tschechischen Armutsnetzwerk haben gesagt, wir wollen einfach ein normales Leben. So it's not that we're asking for the impossible. In most countries, it's less than 1% of the GDP, the costs of the minimum income scheme. Damit soll zum Ausdruck kommen, wir fordern nicht das Unmögliche. In den meisten Ländern ist es weniger als 1% des BIPs, ist es GDP, ja? Des BIPs, das wir da fordern. And so an increase of 1% would be enough to do it. So it's a huge challenge, but it's not impossible, and it is about the political will, and it is about the sort of society we want to live in. Also es braucht maximal eine Erhöhung um 1%, um das zu erreichen, und das ist sollte nicht unmöglich sein. And if the system is not able to deliver a normal life for everybody, then there's something wrong with the system, not with the people. Und wenn das System nicht in der Lage ist, ein normales Leben für alle Menschen zu ermöglichen, dann ist etwas mit dem System faul und nicht mit den Menschen. So let's fight poverty and not the poor. Also lasst uns Armut bekämpfen und nicht die Armen.